Denk einfach mal an dein Lieblingscomputerspiel oder an einen coolen Science-Fiction-Film. Die Welten, die dort gezeigt werden, die werden mit Visual Computing erstellt. Da lernt man einfach, wie man mit Physik und Mathematik und Algorithmen virtuelle Welten erschaffen kann. Man kann aber auch dem Computer beibringen, wie er die Welt sehen kann, auch sogar mit einfachen Smartphones. Es gibt auch noch viele andere Möglichkeiten, wie du zum Beispiel Ordnung in riesige Datenmengen bringen kannst. Im Endeffekt kannst du damit alles machen, weil es ist die Schnittstelle zwischen dem Mensch und dem Computer. Also die Anwendungsgebiete von Visual Computing sind extrem vielfältig. Also du kannst mit Visual Computing kann man herausfinden, was der Mensch oder Naturereignisse für Auswirkungen auf die reale Welt haben. Zum Beispiel, wenn jetzt ein neuer Wolkenkratzer gebaut wird, kann man simulieren, wohin der Schatten werfen wird und wo es dann dunkel wird. Oder wenn man jetzt einen Sportwagen designt, sind das coole Reflexionen, die damit entstehen an dessen Oberfläche. Aber es gibt auch die Computer Vision, bei der man lernt, wie man die Welt aufnimmt. Und das ist in der Archäologie zum Beispiel sehr wichtig. Dort dokumentiere ich Ausgrabungen und kann sie dann für die Nachwelt zum Leben erwecken. Aber man kann mit Visual Computing auch Menschenleben retten. Wir haben zum Beispiel an einem System mitgeforscht, das Hochwasser simulieren und visualisieren kann. Und aufgrund dessen kann man dann entscheiden, wo neue Barrieren hingebaut werden müssen, um gewisse Überschwemmungen zu vermeiden. Und so hat Visual Computing einfach in sehr vielen Feldern einen sehr großen Einfluss auf das tägliche Leben. Das Wichtigste, was du für Visual Computing mitbringen musst, ist Neugier. Neugier daran, wie die Welt aussieht, wie man die Welt erzeugen kann. Programmieren muss man nicht mitbringen, das lernt man bei uns im Studium natürlich. Also entweder es interessiert dich, wie man realistische Bilder erzeugt, oder du möchtest dreidimensionale Welten erstellen, sodass jedes Detail zum Greifen nahe ist. Oder du möchtest künstliche Intelligenz verwenden, um die Kommunikation zwischen Menschen zu verbessern. Wenn du gerne tüftelst und gerne Aha-Erlebnisse hast, dann bist du auf jeden Fall bei uns richtig. Also nachdem Visual Computing die Schnittstelle zwischen Mensch und Computer schafft, ist man in vielen Branchen vertreten, also in praktisch allen. Egal, ob man jetzt in der Unterhaltungsindustrie Spieleentwicklerin arbeitet oder Spezialeffekte für die Filmindustrie schafft. Es gibt aber auch in vielen Branchen werden Softwareentwickler gesucht, die 3D-Werkzeuge umsetzen, zum Beispiel für die Architektur oder bildgebende Verfahren für die Medizin entwickeln. Ganz egal, ob Forschung, Startup oder IT, du bist in allen Branchen sehr gefragt. Du kannst natürlich aber auch nach dem Bachelor den Master Visual Computing anhängen und dich dann weiter spezialisieren und vertiefen.